Steuert King Ghidra zum Angriff auf Godzilla! Die Zeit ist gekommen. Jetzt, mein alter Freund, wirst du noch einmal für uns in den Kampf gehen. Also Frankenstein steht hinter allem. Hallo und herzlich willkommen zu Frankensteins Kaiju-Kunde. Bei uns kommt es auf die Größe an. Heute gibt es den dritten Teil unserer kleinen Videoreihe zu den Kaiju-Eiger Human Characters. Im letzten Teil hatten wir die Heisei-Ära und die telepathische Verbindung von Miki Segusa und Godzillas genauer betrachtet. Dadurch hat sich das Genre gewaltig verändert. Also bleiben wir gleich in dieser fantastischen Ära Godzillas und starten durch. Als Japan, genau wie Deutschland, im Jahr 1945 kapitulierte und beide Länder unglaublich zerstört waren, konnte man schwer glauben, dass beide Nationen eines Tages starke Wirtschaftsgiganten werden würden. Doch Japans Aufstieg verdankt das Land einem Mann, Yasuaki Shindo. Und dabei sind wir schon im Kanon der Heisei-Ära Godzillas. Diese zweite Ära Godzillas ging von 1984 bis 1995 und beinhaltet 7 zusammenhängende Filme. Im dritten Teil der Heisei-Ära von 1991, Godzilla vs. King Ghidorah, im Deutschen Godzilla Duell der Megasaurier genannt, lernen wir den Charakter Yasuaki Shindo kennen. Shindo wird zuerst dem Zuschauer als begeisterter Dinosaurierfreund vorgestellt und als einer, vielleicht sogar der einzige Wirtschaftskapitän Japans. Der Schriftsteller Kenichiro Terasawa schreibt nämlich einen Roman namens Die Geburt des Godzilla und möchte sich auf wahre Quellen stützen. Er nimmt Kontakt zu einem ehemaligen Veteranen auf, der behauptet, ein Dinosaurier habe die amerikanischen Truppen im Zweiten Weltkrieg auf einer Insel vernichtet. Somit gelang den Japanern die Flucht. Der Veteran erzählt, dass er auf der Insel Ragos war. Durch seine Freundin, die für ein Magazin schreibt, welches sich auf unerklärliche Phänomene spezialisiert hat, erfährt Terasawa, dass Shindo im Zweiten Weltkrieg auch auf der kleinen Insel Ragos stationiert war. Die fiktive Insel Ragos befindet sich im Pazifik auf der Gruppe der Marshallinseln. Nicht unweit von Ragos befindet sich die Insel Bikini und dort fanden, wie wir alle wissen, seit 1946 Atomversuche statt. Der bekannteste Test ist sicherlich die Operation Castle Bravo am 1. März 1954, bei dem die erste Wasserstoffbombe gezündet wurde. Der radioaktive Niederschlag verseuchte die Umgebung und Menschen. Als in Japans Hauptstadt Tokio verstrahlte Fische ankamen, hatte ein Filmproduzent die Idee für ein Werk, der Japans Filmlandschaft für immer verändern wird. Für Terasawa ist es ganz klar, diesen Dinosaurier gab es wirklich. Die ehemaligen Soldaten haben sich die Geschichte nicht ausgedacht. Er vermutet, dass dieser Dinosaurier zu Godzilla wurde. Einen lebendigen Dinosaurier? Hirngespinste. Ich habe leider noch nie einen dieser faszinierenden Riesen gesehen, obwohl man mich als den Vater der Dinosauruswelt bezeichnet. Er schafft es, zu Shindo zu kommen, aber zuerst dementiert er das. Als Terasawa ihn auf Ragos anspricht und seine Theorie zu Godzilla erläutert, öffnet sich Shindo. Paläontologe Professor Masaki kann es nicht glauben. Shindo übergibt ihnen Fotos von damals. Masaki weiß jetzt, dass es ohne den Dinosaurier auch kein wirtschaftsstarkes Japan gäbe. Den Aufstieg Japans verdankt es im Grunde Shindo. Doch dann erscheinen Menschen aus dem Jahr 2204 und berichten, dass Japan bald nicht mehr existieren wird. Durch Godzillas radioaktive Strahlung wird eines Tages der gesamte Inselstaat verseucht sein. Also reist man mit Terasawa, Miki Segusa und Professor Masaki in die Vergangenheit. Zukunftsfrau Emi Kano und der Android M11 brechen mit den dreien in den Februar 1944 nach Ragos auf. Dort erleben sie Shindo als General, der seine Leute für ihren endgültigen Kampf gegen die Amerikaner einschwört. Die Schlacht um Ragos beginnt und beide Seiten schenken sich nichts. Die Amerikaner sind in der Übermacht und langsam stoßen sie vor. Doch aus dem Dickicht des Dschungels ertönt ein merkwürdiges Geräusch. Shindo hört das Stampfen von gewaltigen Beinen. Und tatsächlich, ein zweibeiniger Dinosaurier, augenscheinlich verwandt mit einem T-Rex, erscheint und vertreibt die Amerikaner Richtung Strand. Die Landtruppen funken Unterstützung von den Zerstörern an und die gewaltigen Geschütze schießen den Dinosaurier zusammen.
Bei der Attacke des Dinosauriers sterben alle amerikanischen Soldaten auf der Insel. Schwer verletzt zieht er sich zurück. Die Amerikaner geben die Invasion von Ragos auf. Shindo steht vor dem Tier und ist tief bewegt. Ob er die Japaner bewusst verteidigt hat oder einfach nur Ruhe auf seiner Insel haben wollte, spielt keine Rolle. Durch ihn haben die Japaner die Chance zu fliehen, was sie auch tun. Teradzawa, Miki, Professor Masaki und Emi waren Zeugen der Schlacht und teleportieren den Dinosaurier an einem Ort, an dem es keine nukleare Verseuchung gibt. Fertig. Godzillas Dasein in der Gegenwart ist Geschichte. Er existiert nicht mehr, weil er keiner Strahlung ausgesetzt war. Doch Emi lässt auf Ragos 3 Doratos zurück. Miki fragte sich noch, wo die Tiere sind, doch Emi winkte ab. Im Japan der Gegenwart angekommen wird mitgeteilt, dass Godzilla ausgelöscht wurde. Doch durch die Atomversuche auf Bikini sind die 3 Doratos zu King Ghidorah mutiert. Dieses unbesiegbare Kaiju wird von den Zukunftsmenschen Wilson und Wenshiko benutzt, um Japan zu zerstören. Sie wollen unter ihrer Führung Japan neu aufbauen. Emi ist klar, dass sie damit gegen ihre eigentliche Mission verstoßen und nur ihre imperialen Interessen vertreten. Die Menschen der Gegenwart sind machtlos gegen King Ghidorah. Daher wollen sie tatsächlich Godzilla wiederbeleben. Doch dazu braucht es Atomwaffen und Japan hat keine. Dachten die Leute, aber Shindo hat auch diese im Angebot. Sein Toyo-Konzern, im Original heißt sie übrigens Teijo Group, entwickelte auch ein Atom-U-Boot. Shindo hat Zweifel, ob dieser Weg der richtige ist. Er weiß einerseits, dass er dem Dinosaurier sein Leben verdankt, andererseits weiß er, dass er durch seine Atomwaffen erneut Godzilla entstehen lässt. Doch Miki spürt, dass Godzilla bereits wieder lebt. Was alle Beteiligten bei der Teleportation nicht bedacht haben, ist zu prüfen, ob der Dinosaurier tatsächlich keiner Strahlung ausgesetzt ist. Teradzawas Freundin forscht wieder im Archiv und hat den Beweis. In ihr Beringsee ist ein sowjetisches Atom-U-Boot versunken. Genau da befand sich der Dinosaurier und entwickelte sich zu Godzilla. Doch die Info erreicht die Besatzung von Shindos U-Boot nicht rechtzeitig. Godzilla zerstört es und absorbiert die nukleare Energie. Größer und mächtiger denn je erscheint er auf Hokkaido. Nun kommt es zum großen Kampf zwischen Godzilla und King Ghidorah. Ghidorah wird von den Zukunftsmenschen künstlich ferngesteuert und Godzilla kämpft mit seinen unberechenbaren animalischen Instinkten. Teradzawa und Emi gelingt es mit M11, die Zeitmaschine zu sabotieren. Sie teleportieren sie zu Godzilla, der den futuristischen Imperialen den Chaos macht. In diesem Duell der Megasaurier gelingt es Godzilla, King Ghidorah zu besiegen. Doch er ist kein Freund der Menschen. Er marschiert direkt auf Tokio zu und durchquert dabei Sapporo. Derweil entschließt sich Emi, in die Zukunft zurückzureisen, um King Ghidorah mit Hilfe ihrer Technologie zu reaktivieren. Godzilla kommt schließlich in Tokio an. Das Hauptgeschäftsviertel Shinjuku wird evakuiert. Doch einer bleibt in seinem Büro: General Shindo. Godzilla und er stehen sich dann auch nach 47 Jahren wieder gegenüber. Tief bewegt schauen sie sich an. Shindo nickt leicht, als ob er versuchen möchte zu sagen: Ja, ich bin es von damals. Und Godzilla erkennt ihn auch. Es ist fast so, als ob Shindo um Erlösung durch Godzilla bittet. Godzilla selbst scheint in die traumatische Erinnerung von 1944 zu fallen. Er versteht, was Shindo möchte und setzt ihm ein Ende. Godzillas Weg führt ihn erneut wie 1984 durch Shinjuku. Dann taucht Emi mit Mecha King Ghidorah aus der Zukunft auf. Imposant stehen sich die beiden Kaiju gegenüber. Doch Godzilla kann dem Mecha ordentlich Gegenwehr bieten. Emi schafft es nicht, ihn zu besiegen und entscheidet sich, Godzilla aus Tokio fortzuschaffen. Godzilla versenkt sich und Mecha King Ghidorah letztlich im Meer. Alle sind vorerst froh, dass die Gefahr gebannt ist. Emi macht sich auf den Weg zurück in die Zukunft und wir erfahren, dass Emi mit Teradzawa verwandt ist. Doch in den Tiefen des Pazifischen Ozeans erwacht der König der Monster erneut. Godzilla vs. King Ghidorah hat in der Tat sehr seltsame Zusammenhänge, was die Zeitreisen und deren Auswirkungen angeht. Doch unterhalten kann er sehr gut. Mit dem Charakter des General Shindo wurde eine unglaubliche Tiefe in Godzillas Seelenleben gebracht. Gespielt wird Yasuaki Shindo von Yoshio Tsuchiya.
ein unglaublich guter Charakterschauspieler, der bereits in der Showa-Ära viele Rollen prägte. Am populärsten wahrscheinlich die des Anführers der X-Menschen aus Befehl aus dem Dunkel von 1965. Die Schlacht auf Ragos wird natürlich aus der Sicht der Japaner beschrieben. Es wird gezeigt, wie die Soldaten auf Befehl des Tenno in den ausweglosen Tod geschickt werden, wohl wissend, dass die Amerikaner überlegen sind. Das Eingreifen des Godzillasaurus ist dann für die Truppe ein einschneidendes Erlebnis. Die Männer sehen einen echten Dinosaurier, was bei vielen eine lebenslange Begeisterung auslöst. Der Soldat Ikehata, dem das Rahmengeschäft gehört, verkauft sein Essen mit einem T-Rex drauf. Und Shindo selbst wird als Vater der Dinosaurier bezeichnet. Neben seinem Imperium ging er seiner Leidenschaft und Interesse nach, diese gewaltigen Lebewesen den Menschen näher zu bringen. Daher gründete er die Ausstellungsplattform Dinosauruswelt. In seinem Büro hängen Kunstwerke und sehr schön ausgearbeitete Figuren von Dinosauriern. Nebenbei gesagt, für Anfang der 90er sehen diese echt super aus. Shindo schöpfte durch die Rettung des Godzillasaurus die Kraft, sein Leben nicht wegzuwerfen und investierte es in den Wiederaufbau Japans. Inwieweit er seine Macht ausgebaut hat, wird nicht genau erklärt. Aber dass er ein Atom-U-Boot heimlich entwickelte, um Japan auch verteidigungspolitisch unabhängig zu halten, lässt erahnen, wie einflussreich er ist. Ohne Godzilla gäbe es keine Wirtschaftsmacht Japan. Als am Ende des Films der Kampf zwischen Mecha King Ghidorah stattfindet, sehen wir den Kampf in Tokios Stadtviertel Shinjuku. Dort befinden sich hunderte Firmen, Versicherungen und Institute. Ich war schon einmal in Shinjuku und kann mehr als beeindruckt sagen, dass die Größe seiner Häuserschluchten gewaltig ist. Das Viertel repräsentiert die Wirtschaftskraft Japans. Daher hat Shindo auch dort seinen Sitz. Doch durch Godzillas Anwesenheit erkennt man erst, wie fragil dieses augenscheinliche Gebilde eigentlich ist. Ohne große Mühe richtet der König über das kapitalistische System. Es ist schon ironisch, dass Godzilla einst Shindo rettete, Shindo Japan nach dem Krieg aufbaute und Godzilla nun Japan zerstört. Was? Sie sind nur in der Hauptverwaltung? Aber in Shinjuku wütet Godzilla. Das weiß ich, mein Lieber. Ich tue doch nur, was ich tun muss. Er hat mir einst das Leben gerettet. Soll er mir nun den Tod bringen? Der Dinosaurier von Ragos schenkte mir damals die Zeit, um dieses Land zu wirtschaftlicher Blüte führen zu können. Nun kehrt er in Gestalt von Godzilla zu mir zurück, um mein Lebenswerk zu zerstören. Das nennt man Ironie des Schicksals. Godzillas Existenz ist ebenfalls nicht zu korrigieren, denn egal wo man ihn hin teleportiert hätte, irgendwo gibt es immer radioaktive Verseuchung auf der Erde. Godzillas Existenz ist somit genauso langlebig wie nukleares Material und die Folgen von Verstrahlung. Die Szene, in der sich Shindo und Godzilla gegenüberstehen, ist wohl eine der emotionalsten des gesamten Genres. Und jeder Zuschauer interpretiert diese Szene auch anders. In meinen Augen empfindet Shindo Dankbarkeit, aber auch Schuld. Schuld in dem Sinne, dass sich der Dinosaurier aufgrund der Kriegsereignisse erst gezeigt hat und dann fast totgeschossen wurde. Und Shindo war ein kleiner Teil des großen Krieges. Stillgestanden! Wir bitten dich, uns zu verzeihen, was wir dir angetan haben. Es ist nicht leicht für uns, auf der Insel jemanden zurückzulassen, der uns beigestanden hat. Wir können nichts für dich tun. Weder können wir deine Wunden heilen, noch können wir dich von hier fortbringen. Wir können nur von Herzen hoffen, dass die Wunden, die man dir geschlagen hat, nicht den Tod bringen. Wir alle, die letzten Verteidiger von Ragos, werden dein heroisches Eingreifen, dem wir unser Leben verdanken, nie vergessen. Niemals. Kommandant! Das Boot liegt bereit! Gut. Präsentiert das Gewehr! Gewehr ab! Wir rücken ab, Soldaten.
Wahrscheinlich hat er auch innerlich mit dem Leben abgeschlossen. Er hatte mehr erreicht, als man sich vorstellen konnte. Für mich sucht Shindo die Erlösung von Schuld und dieses soll von Godzilla erfüllt werden, was auch passiert. Schauspieler Yoshio Tsuchiya spielt Yasuaki Shindo mit unglaublicher Würde und Integrität. Godzilla und er waren sowas wie alte Bekannte, zusammengeführt durch die Brutalität des Krieges. Somit verliert Godzilla auch seinen bisher, wie es Shindo selbst erzählt, einzigen Freund. Jetzt, mein alter Freund, wirst du noch einmal für uns in den Kampf gehen. In einem frühen Drehbuchentwurf zum Film Godzilla vs. Mechagodzilla von 1993 sollte der Sohn von Shindo den Toyo-Konzern übernommen haben. In diesem Film ist Mechagodzilla erneut von Aliens hergestellt und Toyo baut die Super X3, um gegen Godzilla und Mechagodzilla zu kämpfen. Für Schauspieler Yoshio Tsuchiya war diese Rolle die letzte, die er im Kaiju-Eiga hatte. In einem Interview von 2002 sagte er, dass diese Rolle die beste und emotionalste gewesen ist, die er hatte. Tsuchiya hatte einen anderen Blick auf unsere Welt. Er glaubte an übernatürliche Phänomene und Außerirdische. Schon aus diesem Aspekt her sah er in der Kinofigur Godzilla mehr als andere. Seine filmische Beziehung zum König war daher in seinen Augen eine besondere. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Bis dann! Es war Frankenstein.